Hi everyone. Und zwar habe ich weiß natürlich angemischt. Ich habe Lichter Oker, Ultramarinblau und Blau-Violett angemischt. Habe hier einen Rahmen, der ist 30 auf 24 cm. Will jetzt mal was ausprobieren und schauen, ob es soweit gut rauskommt. Nehme hier das 200er Silikonöl, gebe aber Tropfen nach und nach dazu. Ich starte jetzt mal mit Violett, also mit Blau-Violett. Mache da mal 2, 3, 4 Tropfen rein, fast zu viel schon. Ups, genau, voll runter. Das Blau. Ja. Nochmal 2, 3 Tropfen rein. Und das Lichter Oker. So, das reicht an Silikon, denke ich mal. Mache jetzt in die Mitte. Einen Flip Cup. So, und komme jetzt aber mit Weiß in die Mitte rein. So. Ich habe jetzt natürlich ziemlich viele Luftblasen. Ich werde das mal kurz im Heißluftföhn etwas verbessern. Okay. Werde jetzt, ich überlege gerade, nein, ups, ich mache es ohne Silikon, den Rest. Dann nehme ich jetzt nochmal einen Becher, fange mit Weiß an, diesem Lichter Oker, Ultramarinblau und Blau-Violett. Da haben wir jetzt eigentlich so gut wie kein Silikon drin. Wobei da noch ein bisschen Restsilikon aus dem Becher sein kann. Okay. Lassen wir das Ganze mal laufen. Weil jetzt haben wir nämlich diesen Punkt, dass das Weiß den äußeren Ring von Farbe einfach überläuft. Na, weil natürlich Weiß etwas schwerer ist. Okay. Schauen wir mal. Wir haben natürlich jetzt extrem viele Blasen, durch das, weil ich so weit von oben laufen lassen habe. Gut, also hat es im Prinzip nichts gebracht, außenrum einen Ring zu machen. Aber gut. So. Ich will jetzt trotzdem noch ein bisschen spielen.
Also nicht alles kaputt machen, aber dass wir die Farbe natürlich auch ein bisschen nach außen bekommen. So. Lassen wir es noch ein bisschen laufen. Damit wir natürlich trotzdem einen Rand voll bekommen. Ohne dass wir alles kaputt machen. So, jetzt schnell wieder hochlassen. Nicht, dass das kaputt geht. So, habe hier eigentlich ein schönes Muster. Hier. Möchte da eigentlich auch gar nicht so viel Zellen dann rein haben. Deswegen werde ich ganz kurz mit dem Heißluftföhner drüber gehen. Ich schaue kurz, dass ich überall Farbe am Rand habe. Ups. So. Das sieht recht interessant aus hier. Also ganz kurz mit dem Heißluftföhner. So. Weil sonst kommt zu viel wieder. Also ich finde, es sieht recht interessant aus. Und ich denke, ich werde es auch so lassen. Das ist richtig cool hier. Okay, ich lasse jetzt mal wieder für 10 Minuten einwirken und dann zeige ich es euch von nahem. Okay, dann bis gleich. So, liebe Leute, jetzt bin ich zurück und das sieht fast aus wie so ein Knochengerüst, Skelett. Okay, cool. Also gut, jetzt schauen wir mal, was sich daraus ergeben hat. Ja, können wir gleich mal hier anfangen. Das war eigentlich durch das Reingießen nochmal von oben richtig cool geworden. Hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ihr habt ganz viele kleine, so einen Kreis. Und ihr seht auch wieder, wie das ganze Weiß nach unten verschwunden ist. Nur ich wollte jetzt nicht so viel mit dem Heißluftföhn machen, weil ich da jetzt eigentlich nicht zu viel zählen wollte. Da haben wir das Weiß am Rand. Deswegen. Okay. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir gefällt es. Allein hier das untere. Und dann würde ich sagen, war es das wieder von mir. Dann wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye. Tschüss.